Ein Hardtail-Mountainbike im Jahr 2025. Ist Canyon jetzt vollkommen verrückt geworden? Oder bekommt vielleicht die ausgefeilteste Bike-Kategorie ein würdiges Update? Das Canyon Exceed, das gerade vorgestellt worden ist, wird so wohl nicht mehr im Race-Zirkus bei den Cross-Country-Profis benutzt werden. Aber, steile These, es wird sehr viele Leute, die mit Gravelbikes oder mit Rennrädern oder überfordert sind, sehr glücklich machen. Warum? Schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß. Gravelbikes sind in den letzten Jahren wahnsinnig beliebt geworden und viele Leute, die darauf untergekommen sind, sind vielleicht etwas überfordert mit dem Dropdown-Lenker oder etwas unterfordert mit dem Einsatzgebiet auf hartem Untergrund. Und für all jene könnte zum Beispiel auch ein Hardtail-Mountainbike interessant sein. Und wir müssen jetzt heute mal herausfinden, was das Exceed von den ganzen anderen Rädern da draußen unterscheidet und wer am Schluss der glückliche Exceed CF-Fahrer sein wird. Es gibt so Räder, die machen beim Testen mehr Spaß, als man eigentlich erwartet hätte. Und das ist so ein Rad. Diese Puristik, die gefällt mir gerade besonders. Man hat einen Schalthebel, mit dem schaltet man hoch und runter, man kann die Gabel locken, aber mehr muss man während der Fahrt nicht tun, sondern einfach nur Fahrrad fahren. Und das kann das Rad. Dieses Rad kann es mit allem aufnehmen, was ihm vor die Füße gelegt wird. Und das macht richtig Bock auszuprobieren. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie es Canyon geschafft hat, das Hardtail-Mountainbike modern zu interpretieren. Moderne Bikes folgen ja immer ganz gern dem Credo Longer, Lower, Slacker, also länger, niedriger und flacher. Und so ist dieses Rad auch kein Unterschied. Man nimmt noch eine Prise Aerodynamik mit rein und man kommt bei einem modernen Cross-Country-Bike raus. Der Lenkwinkel ist abgeflacht worden von 69 auf 67 Grad und damit haben sich die Ingenieure bei dem Lux, also bei dem Cross-Country-Fully für die Profis von Canyon inspirieren lassen. Der Mittelteil hier, der Knotenpunkt zwischen Oberrohr und den Sitzstreben, ist etwas nach unten verrutscht worden, aber immer noch relativ weit oben, wenn man den mit anderen Hardtails vergleicht. Grund dafür ist, dass man das vordere Rahmendreieck bewusst sehr groß halten möchte, denn Canyon möchte auch Abenteurer und Bikepacker mit dem Rad ansprechen, die dann in diesem großen Rahmendreieck 2 750 Milliliter Flaschen und zudem eine große Rahmentasche mit unterbringen wollen. Außerdem hat man für die Bikepacker da unten am Unterrohr nochmal 2 Anschraubpunkte angebracht, um eine zusätzliche Trinkflasche dort zu transportieren. Das Rad selbst ist dann nochmal im Radstand 3 cm länger geworden, was zu mehr Laufruhe führen dürfte. Weiß ich jetzt selber nicht, weil ich diesen Vorgänger nur einmal kurz auf dem Parkplatz gefahren habe. Das war einer der ersten Tests hier auf dem Kanal. Cross Country sucks! Beziehungsweise war das ein Unboxing. Das Rad gibt es in 5 verschiedenen Größen, wobei auf jeder Größe ein 70 mm Vorbau angebracht ist. Die Kettenstreben wachsen mit den einzelnen Größen mit, was dann zu einer einheitlichen Geometrieerfahrung bei allen Körpergrößen zwischen 156 cm und 202 cm führen dürfte. Das Exceed ist ausgelegt von der Geometrie für eine Gabel mit 100 mm Federweg. Zur Not würde die auch 110 mm noch reinbekommen, aber alles drüber würde dann doch die Erfahrung mit dem Rad etwas sprengen und das Ganze zu einem Lowrider machen. 100 mm funktionieren aber an unserem Testbike extrem gut. Ich bin wirklich überrascht, wie viel man mit dem Rad machen kann. Damit kann man auch Antritte relativ gut bergauf wegbügeln. Man kann aber auch das Ganze locken, indem man so einen Drehgriff auf der linken Seite mit dem Handgelenk betätigt. Was ist noch neu? Wir haben eine Storage-Box hier im Unterrohr, die ihr vielleicht vom Grail oder von anderen Marken vielleicht auch kennt. Das Unterrohr ist ja per se hohl. Und so könnte man es füllen, wenn nicht jedes Gramm zählt, mit Werkzeug, wie hier zum Beispiel mit diesem Socken, bei dem verschiedene Tools untergebracht werden können. Man kann dann natürlich auch Snacks oder Wäsche oder ein Baguette da unten oder ein Bier reinbringen, je nachdem, was einem da einfällt. Das Ganze ist dann davor geschützt, bis zum Bottom Bracket durchzurutschen. Da ist so eine Art Schaumstoff, der das Ganze bremst. Weil es jetzt kein Rennrad ist, also wo wirklich jedes Gramm auf die Waage kommt und zweimal überprüft wird, ob es das tatsächlich an dem Rad braucht, sind hier einige Rahmenschutzfeatures an das Rad gefallen oder eher gebaut worden, wie zum Beispiel
dass der Lenkeinschlag begrenzt wird. Das heißt, wenn es euch mal richtig böse schmeißt, dann wird sich die Gabel nicht in den Rahmen bohren, was ziemlich gut ist. Dann haben wir hier unten auf der Unterseite des Unterrohrs auch noch so eine Plastikabdeckung zum Schutz vor Kratzern. Und hier auf der linken und auf der rechten Seite der Kettenstrebe ist auf Höhe der Ferse so eine Plastikabdeckung, damit die Ferse keine Kratzer in die Kettenstreben macht. Auf der Antriebsseite sieht man dann noch eine Gummimattierung oben auf der Kettenstrebe und die sorgt dafür, dass einerseits das Klackern gedämpft wird von der Kette und andererseits da keine Kratzer in die Streben reinkommen. Ein gutes Rad unterscheidet ein nicht so gutes Rad ja auch immer davon, wie es Antrittsfreudigkeit und Komfort vereinen kann. Und dieses Rad versucht Antrittsfreudigkeit dadurch zu generieren, dass hier unten der Bereich ums Bottom-Bracket etwas verlängert worden ist und dadurch hier Steifigkeit generiert wird, die dann dazu führt, dass man dieses 10,1 Kilo leichte Rad relativ gut auf Höchstgeschwindigkeit bringen kann, sowohl bergauf als auch bergab. Und hinten ist nochmal was ganz Spannendes passiert, denn dort wurde ganz arg an den Kettenstreben gearbeitet, sodass die trotzdem 2,4 Zoll breite Reifen fassen können, ohne aber auf diese Auswulstung, die man an klassischen Mountainbikes immer gefunden hat, zurückzugreifen. Diese Auswulstung um den Reifen herum sorgt nämlich dafür, dass diese Kettenstreben wahnsinnig steif geworden sind. Außerdem braucht man mehr Material, was das Rad schwerer macht. Und wenn man diese Kettenstreben direkt fast schon gerade baut, dann können die viel besser arbeiten und Unebenheiten wegbügeln. Was dadurch zu spüren ist, dass man mehr Traktion mit dem hinteren Reifen beim Bergauffahren, aber vor allem eben beim Bergabfahren, wenn man über Wurzeln fährt, spürt. Dadurch kann man das Rad ein bisschen leichter kontrollieren und auch wenn man längere Strecken fährt, dürfte das wirklich nochmal sehr viel angenehmer sein, weil Vibrationen einfach viel besser gedämpft werden als auf einem bockharten Gravel- oder Rennrad beispielsweise. Apropos Komfort, vielleicht habt ihr hier diese Sattelstütze schon bewundert. Das ist ein Patent von Canyon, was es so schon ewig gibt. Wir hatten es zum Beispiel auf dem Endurace, also auf dem Langstrecken-Rennrad schon gesehen von Canyon und da war ich begeistert. Das gibt es jetzt in einer etwas breiteren Dimension, nämlich 31,6 mm. Und ist das erste Mal, dass es an einem Hardtail Mountainbike zu sehen ist. Die VCLS Blattfederstütze arbeitet mit zwei Carbon-Blattfedern, die dann während der Fahrt im Fahrer ungefähr 20 bis 30 mm Spiel nach vorne oder hinten geben. Ihr solltet nur abwägen, wenn ihr die nehmt, dann ist der Sattel weit oben und wenn es dann mal richtig bergab geht, dann wäre vielleicht für den einen oder anderen eine Dropper-Post die bessere Option. Es ist keine Ausstattungsvariante mit Dropper-Post erhältlich, aber das Rad hat einen Kabelkanal hier im Unterrohr auch zu sehen, der darauf vorbereitet ist, dass man den Kabelkanal hier für eine Dropper-Post nutzen kann. Was Schrauber auch erfreuen dürfte, ist, dass Canyon hier ein BSA-Tretlager angebracht hat, womit ich mich einfach überhaupt nicht anfreunden kann und das liegt wahrscheinlich auch zum größten Teil an mir und weniger an der Technik, sind Drehgriffe zum Locken von der Gabel. Das fühlt sich einfach immer an wie so eine Dreigangschaltung an meinem Kinderradl beispielsweise und ist einfach auch mal schnell, während man im Trail so ein bisschen mit dem Handgelenk arbeitet, verstellt und man schaut dann da drauf und es fühlt sich alles irgendwie nicht so bequem an wie der eigene Lieblingsgriff, der jetzt hier nicht drauf gebaut werden kann, weil man diesen Griff von SRAM kaufen müsste. Ich finde auch auf der Nicht-Drehgriffseite, also auf der rechten Seite, ist der Griff einfach nicht bequem und ich kriege sogar schon Blasen. Also das wäre so das Erste, was ich wahrscheinlich an dem Rad tauschen würde. Griffe runter, den Drehgriff weg und dann entweder hier was zum Locken oder halt einfach mit dem ganz normalen Trigger hier, mit dem man dann auch einfach die Gabel ansteuern kann. Es gibt 5 verschiedene Ausstattungsvarianten von dem Exceed, angefangen bei 2.000 € bis hoch zu der Top-Version hier mit 5.000 €. Es gibt allerdings keine Alu-Version und auch keine Version mit diesem ganz hochwertigen CFR-Carbon. Alle greifen auf diesen CF-Carbon-Rahmen von Canyon zurück und die Ausstattungsvarianten unterscheiden sich dann vor allem, was die Schaltung, die Gabel
und auch die Laufräder angeht. Bei der günstigsten Version für 2000 € machen wir nochmal Abstriche, was die Innenmaulweite der Felgen angeht. Da sind nämlich nur 25 mm Innenmaulweite möglich. Bei den anderen 4 Modellen greift Canyon zu den Modellen mit 30 mm Innenmaulweite. Und das bedeutet, dass der 2,4 Zoll breite Reifen hier einfach noch mal ein bisschen besser arbeiten kann und mehr Auflagefläche hat. Die Top-Version kommt neben der VCLS Blattfeder-Carbon-Sattelstütze noch mit diesem One-Piece-Cockpit, auch aus Carbon, was jetzt nicht unbedingt komplett notwendig wäre, was aber dafür sorgt, dass einfach auch da vorne ein bisschen Gewicht gespart wird und auch aerodynamischer gefahren werden kann. Also, für wen ist es das richtige Rad und wer sollte am Exceed in Zukunft vorbeischielen? Ich finde, es ist ein sehr, sehr witziges Rad, wenn man weiß, mit was man es zu tun hat. Es ist kein verspieltes, jibbiges Down-Country-Bike, mit dem man auch mal irgendwelche Sprünge springen möchte. Denn das ist mit dem Rad gar nicht so einfach. Und auch ohne Dropper-Post ist man schon mit verdammt viel Gewicht vorne über der Front positioniert, sodass man es vielleicht eher einfach beim Fahren belässt. Man kann zwar auch steile Passagen damit super gut herabwedeln, braucht aber vielleicht im Vorfeld schon Erfahrung, was das Fahren mit Hardtails angeht oder einfach sehr, sehr viel Erfahrung aus dem Downhill-Bereich. Wenn du jetzt aber vorhast, mit dem Rad zum Beispiel eine lange Bikepacking-Tour zu machen, bist du mit dem Rad schon verdammt gut aufgestellt. Du brauchst nicht unbedingt so einen gebogenen Dropper wie bei einem Gravelbike, um auf langen Strecken schnell zu sein. Darum geht es ja beim Bikepacking gar nicht, sondern da geht es darum, dass du auf einer langen Strecke bequem rumfährst und dabei den Tag genießt. Und das geht mit diesem Rad auf jeden Fall. Es ist bequem, die VCLS Blattfederstütze dürfte auf langen Tagen im Sattel richtig Spaß machen und auch die 100 mm Federweg machen auf jeden Fall jede Unebenheit zu einem Genuss für Hände und Popo. Wenn du jetzt allerdings auf aerodynamische Vorzüge achtest, dann ist dieser breite Lenker ein ganz schönes Segel im Wind, selbst wenn du hier in dieser aerodynamischen Position fährst, wofür das Rad ja auch ein bisschen vorbereitet ist, hier mit dieser Auflagefläche auf der Oberseite des Carbonlenkers. Dann kriegst du auch mal kurzzeitig Geschwindigkeiten von 30 km/h in der Ebene hin. Du wirst allerdings damit nicht so lange schnell fahren können wie mit einem Gravelbike oder wie mit einem Rennrad. Dafür hast du einfach auch sehr, sehr viel Luftwiderstand mit den sehr breiten Reifen, die dir dann allerdings im Gelände deutlich mehr Traktion verschaffen. Wenn du keinen Bock hast auf Dropbars und trotzdem mit deinen Gravel-Freunden mithalten willst, geht das auf Waldautobahnen genauso gut wie auf etwas ruppigeren Trails. Und wenn du vorhast, einfach nur so ein bisschen durch die Gegend zu ballern, aber jetzt nicht 1000 Räder in deiner Garage oder im Keller stehen haben willst, ist das Hardtail meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Rad dafür. Mich würde jetzt noch interessieren, was ihr von dem Rad haltet. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank an Holger fürs Filmen, vielen Dank an Canyon fürs Stellen von diesem Rad. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Bis bald. Ciao.